And so I think the Bitcoin ETF is an efficient initial step where the bigger players in the capital markets allow folks to access cryptocurrencies. Es gilt als eines der größten Events in der Geschichte Bitcoins. Es geht um die Zulassung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA durch große ETF-Anbieter wie BlackRock und Co. Im Januar 2024 soll es losgehen. Viel wurde im Vorfeld spekuliert. Was passiert mit Bitcoin und dem gesamten Kryptomarkt, wenn die Spot-ETFs genehmigt werden? Wir sprechen jetzt im ersten Teil über 3 mögliche Szenarien und fassen im zweiten Teil kurzfristige bis langfristige Auswirkungen zusammen. Von daher könnte dieses Video auch nach der Genehmigung für dich interessant bleiben. Bei Fragen schreib mir gerne einen Kommentar, liken nicht vergessen und viel Spaß! Beginnen wir am Anfang. Ein Bitcoin-ETF ist allgemein ein börsengehandelter Investmentfonds, der den Preis von Bitcoin abbildet. Bitcoin-ETFs gibt es in den USA schon, doch das sind bisher keine echten ETFs gewesen, sondern Futures. Die neuen Anträge dagegen wollen echte ETFs, Spot-ETFs. Spot-ETFs richten sich anders als Future-Kontrakte an den aktuellen Bitcoin-Kursen. Sie werden anders als Futures an regulären Börsen notiert und bei Spot-ETFs werden anders als bei Futures echte Bitcoin gehalten. Nehmen wir beispielsweise den Antrag vom größten Vermögensverwalter der Welt. BlackRock reichte im Sommer 2023 den Spot-ETF-Antrag über seinen ETF-Anbieter iShares bei der SEC ein. Der Name iShares Bitcoin Trust, handelbar auf der US-Börse Nasdaq, Verwahrer der Bitcoin-Bestände, die Kryptobörse Coinbase. Mit Spot-ETFs kommen jetzt also die Großinvestoren ins Spiel. Klar ist, das wird dem Kryptosektor irgendwie Auftrieb geben. Doch was bedeutet das jetzt konkret für Bitcoin und was erwarten die Anleger für Konsequenzen? Hier sind 3 mögliche Szenarien, was passieren könnte. Szenario 1. Es könnte kurzfristig zu einem Buy the Rumors, Sell the News Event kommen. Buy the Rumors, Sell the News beschreibt ein Szenario, bei welchem die Anleger davon ausgehen, dass die Bitcoin-ETFs zugelassen werden. Sie kaufen daher schon Bitcoin vor dem Event. Ende 2023 profitierte der Bitcoin-Preis vom öffentlichen Interesse an den ETFs, was charttechnisch perfekt mit dem Bitcoin-Halving-Zyklus kollidierte. Die Theorie der Halbierungszyklen hat uns gezeigt, dass wir normalerweise zu Beginn des blauen Jahres einen Anstieg sehen, und er kam. Jetzt ist es da. Die Daten besagen, dass es kurzfristig wahrscheinlich vorbei sein wird und die Massen schreien nach mehr. Sell the News bedeutet, dass sobald die News eintreten, also die Bitcoin-ETFs genehmigt werden, verkaufen die Anleger ihre Anteile wieder, um Gewinne mitzunehmen. Die Folge ist, dass der Bitcoin-Preis kurz nach der tatsächlichen Genehmigung einknicken könnte. Hey, in meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Szenario 2. Die neuen Cash Create ETFs könnten einen direkten Kaufdruck auf Bitcoin auslösen. Folgendes musst du zu diesem Szenario 2 wissen. Die SEC legte eine Deadline fest. Bis zum 29. Dezember 2023 durften die Anträge ein letztes Mal für die erste Genehmigungswelle überarbeitet werden. Damit die SEC ja keinen Strich mehr durch die Rechnung macht, haben einige Antragsteller, darunter auch BlackRock, ihre Anträge auf den Wunsch der Behörde aktualisiert. Und zwar sieht es ganz danach aus, dass die Bitcoin Spot ETFs im Januar als Cash Create ETFs strukturiert sein werden. Was bedeutet das jetzt? Beim Cash Create Modell wird, wie der Name verrät, nur Cash akzeptiert. Anstatt Bitcoin direkt an den ETF zu übertragen, werden die ETF-Anteile durch Schaffung von Bargeld erzeugt. Ein ETF-Anbieter wie BlackRock nimmt also dein Bargeld, dein Cash, kauft damit Bitcoin auf dem offenen Markt. Diese Bitcoins werden dann, so habe ich es verstanden, im ETF gehalten. Du erhältst die entsprechenden Anteile am ETF und Börsen wie Coinbase würden die tatsächlichen Bitcoin in spezialisierten Kryptotresoren oder Cold Storage Systemen verwahren. Dieses Cash Create Modell unterscheidet sich vom In-Kind Modell, wo es erlaubt wäre, Bitcoins direkt in den ETF einzubringen. Cash Create verändert also die Kaufs- und Verkaufsdynamik. Für die Behörden wie die SEC ist Cash Create deutlich einfacher. Durch die Beschränkung aufs Bargeld kann man nachvollziehen, woher die Bitcoins kommen. Geldwäschebedenken, also AD. Sie wollen einfach ein geschlosseneres System mit wenigen Vermittlern, die den eigentlichen Bitcoin berühren. So ein ETF-Analyst im Interview mit Cointelegraph. Für ETF-Anbieter wie BlackRock gilt Cash Create als ineffizienter.
Für Barauszahlungen muss der Fondsmanager also Bitcoin verkaufen, um Bargeld an die Anleger auszuzahlen, was jedoch zu steuerpflichtigen Transaktionen führt. Cash Create könnte außerdem zu höheren Spreads und Broker-Provisionen führen. Dieses Modell, so mutmaßt man jetzt, könnte sich auf Bitcoin auswirken. Denn Kryptohalter können ihre bereits gehaltenen Bitcoin ja nicht mehr 1:1 in den ETF schieben. Die Konsequenz ist also die: Es entsteht ein direkter Kaufdruck auf Bitcoin, weil für jeden eingezahlten Bargeldbetrag frische Bitcoins gekauft werden müssen. Bei großen Kaufmengen könnte das Cash-Create-Szenario kurzfristig den Bitcoin-Preis steigern und die Volatilität erhöhen. Szenario 3. Spot-ETFs beeinflussen den nächsten Krypto-Bullrun 2024-2025. Etwa alle 4 Jahre halbiert sich die Belohnung für das Bitcoin-Mining. Die Produktionsrate, das inflationäre Angebot von Bitcoin, sinkt. Damit trägt das Halving ganz im Sinne des Stock-to-Flow-Modells zu einer Verknappung von Bitcoin bei, was sich bisher zeitversetzt auf den Preis auswirkte. Laut der Halving-Zyklentheorie befinden wir uns gerade in der blauen Phase, das ist die Zyklusphase 2 oder auch Vorbereitungsphase vor dem Bullrun genannt. Der blaue Pfeil da, den du siehst, das war der starke Bitcoin November 2023. April 2024 wäre dann das Halving ungefähr. Zeitversetzt im November 2024 würde dann die rote Phase, der Bullrun, eingeleitet werden. Der seinen Höhepunkt 2025 im November erreicht und anschließend wieder in den Bärenmarkt übergeht. Doch diese Zyklentheorie hat bisher nie mit Bitcoin-ETFs geplant und die Gemeinschaft zerbricht sich gerade den Kopf. Wann und wie soll man jetzt am besten seine Gewinne realisieren? Das eine Lager sagt, dass sich kaum was an der Zyklentheorie verändert und auch nicht mit den verbundenen Preisbewegungen von Bitcoin. Das andere Lager sagt, die Spot-ETFs sind mitunter die mächtigsten Treiber für die Massenadoption von Bitcoin. Diesmal sei es völlig anders. Denn wenn der traditionelle Finanzmarkt mitsamt seinem Kapital einsteigt, dann würde das Vorbereitungsjahr verkürzen. Jetzt heißt es, diesmal ist es anders. Bitcoin hat noch nie einen Zufluss in Milliardenhöhe erlebt. Spot-ETFs, Halving und die Vorfreude auf Zinssenkungen im Jahr 2024 könnten den Bitcoin-Preis so stark anheizen, sodass der Bullrun verfrüht, also jetzt schon einsetzt und dann wieder früher aufhört mit einem Peak im November 2024. Die Leute haben vergessen, was zuvor gesagt wurde. Institutionen werden nicht Milliarden von Dollar anhäufen, um sie reich zu machen, damit jeder gewinnen kann. Nichts war in dieser Zeit anders. Die Gier der Anleger ist die gleiche geblieben, die Gier der Institutionen, sich selbst zu bereichern, aber auch. Das meiste von dem, was wir hier mitbekommen, ist schon lange vor uns auf einer höheren Ebene durchgespielt worden. Von daher, was am Ende passiert, das bleibt abzuwarten. Bis dahin ist es vermutlich gar nicht so verkehrt, jetzt schon positioniert zu sein. Denn nichts ist besser, als im Markt zu sein, bevor die meisten einsteigen. Hab also immer ein Auge auf die aktuellen Zyklen und passe deine Ausstiegszeitpunkte je nachdem an. Ich wünsche dir viel Glück. Fassen wir das Ganze jetzt nochmal zusammen. Die Genehmigung von Spot-ETFs sind ein bedeutendes Ereignis. Was passiert kurz-, mittel- und langfristig, wenn die Spot-ETFs kommen? Kurzfristig könnte es zu einem Buy the Rumors, Sell the News Szenario kommen. Ende 2023 wurde der Bitcoin-Preis bereits in FOMO auf das News-Event angetrieben. Auf den vorübergehenden Anstieg könnte ein anschließender Rückgang folgen. Mittelfristig könnte es zu einer Konsolidierungsphase kommen. Denn nur weil Bitcoin-ETFs jetzt plötzlich im Angebot sind, heißt das noch lange nicht, dass jedes Unternehmen sofort mit vollstem Vertrauen und in großem Stil investiert. Der Markt muss ja auch erstmal mit der neuen ETF-Struktur warm werden. Wir wissen, dass er ein Portfolio effektiv diversifiziert, aber die Akzeptanz durch die Unternehmen sind aufgrund der vermeintlichen Komplexität von Bitcoin nur langsam zu erreichen. Aus diesem Grund kann es durchaus einige Zeit dauern, bis Unternehmen ihr Wissen und Vertrauen aufgebaut haben, bevor sie sich für eine Investition entscheiden. Mittelfristig könnten die Bitcoin-Spot-ETFs einen Gebührenkrieg auslösen. Kritische Stimmen geben zu bedenken, dass ETFs gebührentechnisch günstiger werden als der Bitcoin-Kauf per Kryptobörse. Denn die arbeiten teils mit Gebühren bis zu 1,49%. ETFs dagegen könnten nur 0,01% Gebühren veranschlagen. Krypto-Kleinanleger würden daher zur ETF-Konkurrenz wechseln. Es wäre ein Blutbad für Kryptobörsen. Andererseits,
würde doch das die Kryptobörsen zum Vorwärtsdenken zwingen, um besser als die ETF-Konkurrenz zu werden. Es käme neben dem Gebührenkrieg also ein weiterer Marketingkrieg. Wer macht die bessere Werbung? Für die Anleger wäre das gut, denn ein gesunder Wettbewerb würde die Innovation und Qualität im Kryptospace fördern. Ja, und langfristig? Langfristig wird Krypto seriös. Langfristig wird es also okay sein, in Krypto zu investieren. Die ETFs sind dafür die legitime Eintrittskarte. Wenn Riesen wie BlackRock sich einmischen, dann werden viele Investoren ihre Meinung über Bitcoin und Kryptowährungen verändern. Immer mehr Institute werden auf der Blockchain-Technologie aufbauen. Bitcoin-ETFs hätten also auch Vorteile für die Altcoins. Die Zuflüsse in Kryptowährungen würden steigen. Galaxy versuchte zum Beispiel im Oktober 2023 einzuschätzen, wie sich die Zuflüsse auf den Bitcoin-Preis auswirken könnten. Der Report vergleichte dabei die potenzielle Marktgröße für Bitcoin-ETFs mit dem Goldmarkt und machte daraus erste Hochrechnungen. Im ersten Jahr wird ein Zufluss von ca. 14,4 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Der Bitcoin-Preis würde bei diesem Modell geschätzt um plus 74% im ersten Jahr nach einer ETF-Zulassung steigen. Nimmt man die 14,4 Milliarden USD an Zuflüssen, so könnte der Preis laut Modell auf 141.000 USD pro Bitcoin steigen. Verlockende Vorstellung, oder? Bei diesem Szenario wäre Bitcoin dann längst keine Alternative mehr zur Fiat-Welt. Bitcoin wäre dann im Portfolio vieler Anleger aus beiden Welten. Das ist die Outtakes. Mit Spot-ETFs kommt jetzt also Konsequenz. Das mache ich nochmal neu. Das andere Lager sagt, die Spot-ETFs sind mitunter die mächtigsten.